Isabel Speckmann ist bereits seit 7 Jahren als Solo-Camperin unterwegs, wobei ganz solo auch wieder nicht, denn ihr Hund Miller ist eigentlich permanent dabei. Isabel, Ja. als Solo-Camperin mit Hund hat man es ja wahrscheinlich nicht so leicht, aber trotzdem bist du sehr, sehr viel mit deinem Wohnmobil unterwegs, mit dem Hund auch. Würdest du sagen, dass das eine besondere Herausforderung darstellt, mit Hund im Wohnmobil? Also das ist wunderschön und also ich merke, meine alte Hündin blüht da, wenn wir unterwegs sind, regelmäßig auf und so. Man steht natürlich auch manchmal vor Herausforderungen. Ne? Der Hund, weiß ich nicht, kann jetzt in Südeuropa nicht stundenlang alleine im Wohnmobil bleiben. Dann kann man sich vielleicht das eine oder andere nicht ansehen oder man muss es halt irgendwie planen. Oder ich nutze ganz gerne so einen Fahrradhundeanhänger, da kann sie hinten mit reinsitzen und mit dabei sein, weil die Plätze ja auch häufig nicht so ganz stadtnah sind. So kommen wir ein bisschen vom Platz weg und sie ist dabei und selbst wenn dann mal irgendwas ist, wo sie nicht mit rein kann, sitzt sie in ihrem Anhänger ganz gut und dann geht's. Verbringst du denn die meiste Zeit in deinem Wohnmobil oder hast du auch noch eine normale Wohnung? Ja, ich habe noch eine normale Wohnung. Also ich wohne in Dortmund, habe da meine kleine Wohnung und muss auch ehrlich sagen, für mich wäre dieses komplette im Wohnmobilleben nichts. Also zum einen nicht, weil mein Wohnmobil einfach alt ist und das ist nicht dafür gemacht, die Winter da drin zu leben. Zum anderen muss ich aber auch sagen, ich bin gerne 3, 4, 5 Monate auch mal unterwegs. Und dann freue ich mich aber auch auf zu Hause und dann freue ich mich auf eine große Küche und dann freue ich mich auf meine Badewanne und also so ganz im Wohnmobil-Leben wäre überhaupt nicht mein Ding. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Als Frau, wenn man alleine auf Tour unterwegs ist das auch schon mal eine Herausforderung oder hat man da mit gewissen vielleicht Vorurteilen zu kämpfen auf so einem Campingplatz? Also es wird immer besser, das muss ich ganz klar sagen und man merkt auch deutlich, weil ich ja viel in dieser Alleinfahrerszene bin, dass es immer mehr von uns Alleinreisenden gibt. Das ist schön und das macht die Sache auch einfacher. Aber man steht schon immer mal wieder irgendwie besonders unter Beobachtung und man muss halt auch ein bisschen aufpassen, wie man sich so verhält. Ne? Das darf nie in diese Richtung rotes Herzchen im Fenster gehen. Das wird echt schwierig. Ne? So, da muss man ein bisschen aufpassen. Okay, so. Ja, das ist also damit hätte ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Aber gibt es auch sonst Probleme oder Herausforderungen, wo du sagst, das könnte ich zum Beispiel jetzt einem Einsteiger, einem Solocamper als Tipp mit auf den Weg geben, das sollte man beachten? Also, man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein, dass man wirklich alleine unterwegs ist. Es kann nicht sein, dass man jetzt für alles die Nachbarn fragt und so. Das ist natürlich in Ordnung, wenn man mal ein akutes Problem hat und Camper sind hilfsbereit. Aber wenn ich irgendwie lese, ja, kann ich denn jemanden anderen fragen, der mir mein Klo entleert? Ja, das funktioniert nicht. Ne? Das sind einfach so Sachen. Wenn man alleine reist, dann reist man auch alleine. Da ist mit Sicherheit auch gute Vorbereitung einfach die halbe Miete, ne? Absolut, ja. Du bist jetzt hier auf dem Caravan-Salon wirklich die kompletten Tage, kann man dich finden. Wie muss man sich denn hier einen Tagesablauf von dir vorstellen? Also ich bin ja vor allem hier auf der Messe eben, um zu arbeiten. Die Messe ist toll, um sich auch alles anzusehen und so, aber für mich selbst ist das halt viel Arbeit. Ich mache es auch meistens so, dass ich mir vorab schon bei den ganzen Ausstellern und so Termine besorge und dann ist es wirklich so, dass ich morgens aufstehe, Kaffee trinke, mich fertig mache zur Messe, einen Termin nach dem anderen abarbeite und zwischendurch halte ich noch ein paar Vorträge und dann geht es am Nachmittag wieder zurück. So. Aber volles Programm, wie sich das anhört. Gibt es denn Fahrzeuge oder auch Produkte hier auf der Messe, die du dir unbedingt ansehen möchtest, weil sie besonders toll, besonders neu oder besonders innovativ sind? Also wie jedes Jahr gibt es natürlich auch hier wieder ein paar Weltpremieren. Dieses ganze Thema E-Mobilität ist natürlich ein Thema, was mittlerweile jeder Hersteller irgendwie mit auf den Stand bringt. Und das sind aber auch so Sachen, gerade mit dem Diesel, diese ganze Diesel-Umweltplakettengeschichte, die ist nun mal für Wohnmobilisten extrem schwierig und extrem wichtig. Und das sind einfach Sachen, die kommen immer gut und die sind auch für mich interessant. Du bloggst ja natürlich auch über alles das, was du so erlebst. Wo kann man dich finden, diesen Blog? Man findet alles über isaswomo.de. Wenn man aber auch Isaswomo in die verschiedenen sozialen Netzwerke eingibt, dann findet man alles und findet
Infos zum Campen, zum Alleinreisen. Ja. Dann herzlichen Dank für das Gespräch und viel Spaß noch. Sehr gerne doch.